Hi Freunde, in dieser zweiten Folge zeige ich dir, wie du in kürzester Zeit schnelle und effektive Python-Codes schreiben lassen kannst. Mittlerweile kannst du es auch kostenlos nutzen und das zeige ich dir auch anschließend. Da sich einige von euch gewünscht haben, dass aus Coden mit ChatGPT eine Serie entsteht, komme ich dem gerne nach. Danke euch auch für das Feedback, damit kann ich sehr gut arbeiten und es hilft mir zu verstehen, was ihr sehen wollt. Also gerne immer rein in die Kommentare. Ich werde ab jetzt auch alle Codes, die ich in den Videos erstelle, auf GitHub hochladen und auf dem Kit-Discord wie auch alles andere kostenlos zur Verfügung stellen. Dort kannst du bei Bedarf einfach den Code für dich kopieren und gegebenenfalls die API-Codes anpassen, falls nötig. Der Code zum Bilder hochskalieren ist schon online. Diese Folge wird etwas kürzer, da der Code in 2 Minuten integriert war und funktioniert hat. Es ist wirklich simpel geworden. Hier möchte ich ein Skript schreiben, der alle Dateien in meinem Download-Ordner, die älter als 2 Tage sind, mit einem Klick in einen Archivordner packt. So, und du siehst, man kriegt den Code super schnell zur Verfügung gestellt. Genau, und hier gibt uns ChatGPT auch direkt den Tipp, dass wir diesen Code regelmäßig ausführen können, um Dateien, die älter als 2 Tage sind, in den Archivordner zu verschieben. Genau, und dann habe ich bei Visual Studio Code einfach eine neue Datei angelegt, habe den Ordner Downloads Ordner aufräumen genannt und den Code dann hier einfach reinkopiert. So, und dann drücken wir einfach oben auf Run Code. Dann müssen wir den Code auch wieder vorher abspeichern, bevor er ausgeführt werden kann. Und zack, hier siehst du schon, der Download-Ordner wurde sortiert. So, das Problem ist, ich habe zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht gesehen, dass der Ordner, der erstellt wurde, nicht im Downloads-Ordner liegt. Ich habe den Archivordner nämlich immer per Hand angelegt und den du hier siehst vom 7.7., der war schon da. Hier siehst du nochmal, dass der Prozess, bis der Code funktioniert hat, keine 2 Minuten gedauert hat. Und jetzt zeige ich dir mit dem richtigen Prompt, dass der Ordner auch dann im Downloads-Ordner erstellt wird und wie du es mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung Harper AI machen kannst. Hier ist Harper AI, falls du das Tool noch nicht installiert hast. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Den Prompt habe ich dir zum Kopieren wieder der Promptliste hinzugefügt. Den Link dazu findest du auch im Discord. So, dann gehst du hin, kopierst einfach diesen Code, öffnest Harper AI. Du hast dann hier oben diesen Shortcode. Und genau, jetzt ist wichtig, dass du hier in Einstellungen von dem Default Model, was normalerweise ChatGPT 3.5 ist, draufklickst und hier den Code Interpreter auswählst. Dann gehst du zurück hier in das Chatfenster, gibst hier den Code ein, entfernst noch die Gänsefüßchen und änderst in dem Fall dein Betriebssystem, bei mir ist das Windows, und klickst auf den Pfeil. Genau, dann gibt er dir im Bestfall genau das hier aus. Ein schönes Python-Skript. Um den zu testen, legen wir wieder einen neuen Pfeil an, wählen hier Python aus, können dem Ganzen noch einen Namen geben. So, genau, machen zweimal Enter. Mit der Raute kannst du, wie gesagt, Text anlegen. So, jetzt haben wir hier die Datei. Die müssen wir jetzt wieder speichern. Genau, die packe ich jetzt einfach in meinen Python-Projekte-Ordner. So, und dann können wir diesen Code mit einem Klick kopieren. Gehen wieder hier ins Studio, strgv und haben dann hier den Code drin stehen. Genau, zum Test habe ich jetzt wieder hier meinen Download-Ordner offen. Da haben wir auch ältere Dateien, die archiviert werden sollen. So, und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, und zack. Es geht so schnell, du hast hier den Ordner mit allen Dateien drin. Ne? Archiv 23 08 11. So will ich das haben. Genau, und wenn sich dann wieder Dateien anhäufen, kannst du einfach schön hingehen und einmal den Skript bestätigen und schon hast du hier das Ganze archiviert. Genau, du siehst, wenn man einmal dieses Prinzip verstanden hat, ist es super simpel umzusetzen. Und ich bin gespannt, was wir noch alles mit neuen Python-Codes zaubern können, mit Hilfe von ChatGPT natürlich. Und wenn du die Serie und andere Action mit KI-Tools nicht verpassen möchtest, abonniere sehr gerne den Kanal. Ich versuche das Ganze so umzusetzen, damit du das zu Hause einfach kopieren und nachmachen kannst. Weil wir wissen, nur angewandtes Wissen ist Macht. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Du kannst ja gerne mal testen, ist ja sehr schnell jetzt auch umgesetzt. Und schreib mir gerne, ob es funktioniert hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.